Hallo, in diesem Video zeige ich euch ein paar Details im Affinity Designer. Wenn ihr jetzt den Affinity Designer aufgerufen habt, dann könnt ihr als erstes hier, wenn ihr auf Neu geht, auswählen, welche Druckgrößen ihr haben möchtet. Gerade wenn ihr Schnittmuster zum Beispiel in A0 erstellen möchtet, dann ist es immer ganz ratsam, hier bereits das A0-Format auszuwählen. Ihr könnt dann auch hier entsprechend noch die Ausrichtung erstellen und ihr könnt sagen, ob er euch direkt ein Artboard in der Größe erstellen soll. Artboard bedeutet hinterher die Seiten, die ihr haben möchtet. Wenn ihr das Ganze als Artboard erstellt, dann seht ihr jetzt hier das Artboard. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr möchtet jetzt mehrere Seiten haben, dann könnt ihr jetzt auch einfach hier auf Artboard klicken, das ist dieser zweite Button, und könnt einfach nochmal auf Artboard klicken und schon habt ihr eine zweite Seite eingefügt. Wichtig ist immer zum Bearbeiten, dass ihr hier im Designer-Persona seid. Wenn ihr hier in diesen Auswahlmöglichkeiten seid, dann habt ihr hier ganz andere Werkzeuge, mit denen ich mich jetzt selber auch noch überhaupt nicht richtig befasst habe. Ich arbeite also wirklich immer hier in diesem Designer-Persona, das ist ganz wichtig. Beim Affinity Designer, wenn ihr hier auf Bearbeiten und Einstellungen geht, könnt ihr verschiedene Einstellungen vorgehen. Was hier interessant ist, bei dem Punkt Oberfläche. Bei dem Punkt Oberfläche könnt ihr zum Beispiel sagen, der Hintergrund soll lieber hell sein als dunkel. Das ist bestimmt Geschmackssache, wie ihr das lieber habt, ob euch jetzt eher das Hellere gefällt oder das Dunklere. Ich persönlich habe mich jetzt sehr an das Dunkle gewöhnt, das finde ich für die Augen einfach ein bisschen angenehmer. Und ihr könnt hier unten zum Beispiel auch, was ich einen interessanten Punkt finde, hier könnt ihr auch abwählen, ob die Linien jetzt in Punkt angegeben werden oder eben in einem anderen Format. In dem Fall könnt ihr hier einmal das für die Linien auswählen und auch für die Textgröße zum Beispiel auswählen. Wenn ihr das nicht aktiviert habt, dann nimmt ihr euch einfach die Größe, die ihr sonst eingestellt habt bei dem Dokument. Ansonsten habe ich jetzt dort noch keine großen Änderungen gefunden. Ihr könnt auch hier oben, wenn ihr Rechtsklick macht, ins Lineal, könnt ihr auch hier eure Maße jederzeit ohne größeren Aufwand einfach umstellen. Jetzt zum Beispiel in Zentimeter oder ähnliches. Nur eben hier bei der Kontur bzw. bei der Schriftgröße würde es nach wie vor mit PT angezeigt werden. Aber ihr könnt auch hier einfach sagen, dass ihr hier zum Beispiel die Linien möchtet, ihr aber 1 Zentimeter dick haben, 1 Millimeter dick natürlich, 1 Zentimeter wäre ein bisschen viel. Dann könnt ihr hier auch einfach einen Millimeter eingeben und er würde es dann automatisch in Punkt umrechnen. Das ist genauso möglich. Und da habt ihr auch zum Beispiel hier unten ein Zoom-Werkzeug. Ja? In diesem Zoom-Werkzeug könntet ihr hier oben jetzt theoretisch auch euren Zoom eingeben vom Beamer. Also wenn ihr zum Beispiel auch Kommastellen habt, ich gebe jetzt hier einfach mal 45,7 ein, dann rundet er euch das zwar hier auf oder ab, aber hier oben im Dokument zeigt es euch das Ganze in der richtigen Größe an. So, wenn ihr jetzt vorhabt, direkt aus dem Affinity Designer herauszubeamen, ihr habt also euren Zoom eingestellt, dann könnt ihr jetzt hier auf Ansicht, Oberfläche ein ausgehen, dann entfernt es euch auch außenrum den kompletten Rahmen. Mit der Tab-Taste funktioniert das genauso. Da empfehle ich euch hier unten diese Handwerkzeug auszuwählen, damit ihr dann im Vollbildmodus im Prinzip auch eure Seite gut hin und her ziehen könnt, ohne dass ihr das Ganze im Zoom verändert. Wichtig ist zu sagen, wenn ihr vorhabt, aus Affinity Designer herauszubeamen, dann bitte kalibriert auch mit dem Affinity Designer, weil es durchaus möglich ist, dass das Programm einen anderen Zoom hat, wie jetzt der Adobe PDF Reader. Ich selber habe es jetzt auch noch nicht ausprobiert oder nutze es nicht, weil wenn ich zum Beispiel eine Beamer-Datei kaufe, die ich nicht bearbeiten muss, dann mache ich ja auch da die PDF auf und ich persönlich fühle mich einfach sicherer damit. Ihr könnt es gerne für euch überlegen, wie ihr es machen möchtet. Ich empfehle euch dann wirklich, macht vorher die Kalibrierung auch über den Affinity Designer, sprich importiert dort einfach unsere PDF-Datei und dann könnt ihr es gerne ausprobieren.
Ansonsten gespeichert ist ja eine PDF auch gleich, indem ihr einfach dann hier auf Datei exportieren geht. Dann kommt euch hier dieses Exportmenü auf. Hier wählt ihr dann einfach PDF aus. Und wichtig ist beim Exportieren, dass ihr hier unter Mehr, hier unten inklusive Ebene ausgewählt habt. Das ist eigentlich schon das Wichtigste, was ausgewählt sein muss. Und wenn ihr auf Exportieren geht, speichert ihr die PDF ganz normal ab und könnt sie dann entsprechend aufrufen. Noch kurz zu den restlichen Punkten, die wir hier an der Seite haben. Wir haben hier also ganz normal den Auswahlpfeil, mit dem ihr die Objekte auswählen könnt. Das zweite Symbol ist dann das Artboard-Werkzeug, wo ihr also mehrere Seiten anlegen könnt, wenn ihr eben A0-Dateien zum Beispiel erstellen möchtet. Wenn ihr jetzt eben eine Beamer-Datei habt, wo nur eine Dokumentenseite besteht, dann bräuchtet ihr das theoretisch nicht. Ich mache es meistens so, dass ich dann einfach ein Artboard in der entsprechenden Größe anlege, weil dann kann ich mir einfach selber besser den Rahmen bestimmen. Als nächstes haben wir dann das Knotenwerkzeug. Hier Umrandung ist für die Nahtzugabe. Hier habt ihr euren Zeichenstift. Hier unten ist noch ein Ausschneidewerkzeug. Rechtecke, Kreise, Pfeile zum Anlegen und das Beschriftungswerkzeug. Hier unten eben die Verschiebehand und euer Zoom-Einstellung. Wie man genau die einzelnen Punkte benutzt, das zeige ich euch dann in den entsprechenden Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, um immer aktuelle Videos zu erhalten. Dann wünsche ich euch viel Spaß und gutes Gelingen bei euren Projekten.